Diskopathie L5-S1 im Befund. Das heißt nicht, dass dein Rücken kaputt ist. Auch wenn das Sitzen brennt, das Aufstehen mühsam ist und schweres Heben sich gerade nach purer Angst anfühlt. Ich zeige dir heute, warum dieses Segment bei so vielen Menschen zum Problem wird, wie du deinen Rücken wieder schmerzfreier bekommst, statt dich von deiner Diagnose beherrschen zu lassen. Ich bin Wisner Stief. Bevor wir klären, was da in deinem Rücken passiert, teile dieses Video jetzt mit jemandem, der auch unter diese Schmerzen leiden. Viele wissen gar nicht, dass sie etwas aktiv dagegen tun können. Wenn wir über MRT-Befunde oder Diagnose reden, steht bei fast jedem L5-S1 auf dem Papier. Weit über 90% aller Bandscheibenthemen im unteren Rücken konzentrieren sich auf den zwei unteren Segment, L4, L5 und ebenso L5 und S1. Das ist die zentrale Schnittstelle unserer Körper. Hier trifft die bewegliche Lendenwirbelsäule, die ganz viel Bewegung ermöglicht, mit den starren Kreuzbeinen. L steht für Lendenwirbel. Das ist der 5. Lendenwirbel, deswegen L5. Und S1 steht für Sacrum, das lateinische Wort für Kreuzbein. Auch wenn das mehrere Knochen sind, sind die zusammengewachsen und da ist es der erste Bereich. Hier wird die gesamte Last, dein Oberkörper, nach unten weitergegeben und zwar bei jeder Bewegung und auch jeder Drehung. Gleichzeitig kommt von unten über die Oberschenkel bei jedem Schritt die Stoße vom Gehen und Laufen an. Nirgendwo sonst im Rücken müssen deine Bandscheiben so viel Druck abfangen wie genau in diesem Übergang. Bei einer Diskopathie, das wäre diese allerletzte Bandscheibe, verliert deine Bandscheiben an Höhe und Flüssigkeit. Sie wird fester und unbeweglicher. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, den du verstehen musst. Ein Befund ist kein Schicksal. Wir wissen aus großen wissenschaftlichen Untersuchungen, dass sehr viele Menschen mit genau solcher Veränderung bei L5-S1 völlig schmerzfrei durch das Leben gehen. Ein Schaden oder eine Abnutzung auf dem MRT-Bild bedeutet nicht gleich und automatisch, dass du Schmerzen haben musst. Der Schmerz entsteht meist dann, wenn das Gewebe dort nicht mehr ausreichend versorgt wird. Wenn durch die mangelnde Bewegung der Raum für den Nerv enger wird und deine Muskulatur aus Schutz komplett dicht macht. Dieser Mix aus Enge und Dauerspannung ist das, was du spürst, nicht die Abnutzung an sich. Und genau deshalb können wir auch ohne OP so viel erreichen, weil wir nicht das Bild auf dem Papier reparieren müssen, sondern die Funktion und die Versorgung deines Rückens verbessern. Bandscheiben sind lebendiges Gewebe. Sie können sich regenerieren, wenn wir den Stoffwechsel dort wieder anwerfen. Und das Wichtigste ist, du solltest deinen Rücken jetzt nicht schonen, sondern in die richtige Art von Bewegung gehen. Ziel ist, die Strukturen sanft zu entlasten, damit der Stoffwechsel wieder in Gang kommt und die Muskulatur aus dieser Schutzspannung wieder rauskommt. Und wie das geht, das zeige ich dir jetzt in dieser Übungsroutine. Das Erste, was Bandscheiben brauchen, ist ein gezielter Druck und einen gezielten Zuck. Und wie du das genau an der Lendenwirbelsäule hinbekommst, ist mit unserer klassischen Übung Katze-Kuh. Also, versuch dich mal in Vierfüßler hinzubewegen. Deine Hände sind unterhalb von deiner Schulter und deine Knie, die sind hüftbreit auseinander. Deine Füße sind locker auf dem Boden. Das Wichtigste dabei ist, dass du die Bewegung auch wirklich hier an der Lendenwirbelsäule hast. Du kannst auch sehr gerne dir ein Kissen in diesem Bereich platzieren. Also platziere dir hier einen kleinen Kissen hin und versuche dich wirklich zu konzentrieren, dass du die Bewegung in diesen Bereich reinbekommst. Wenn du nun nach unten schaust und versuchst, Schambein Richtung Brustbein zu bewegen, das wäre die Katze, weil der Rücken oben rund wird. In dieser Position wird die Bandscheiben zusammengequetscht. Zu viel gesagt, aber auf dem vorderen Bereich kommt dann halt mehr Druck rein. Und dann bewegst du dich genau in die Gegenrichtung. Versuche ganz bewusst ein Hohlkreuz zu machen,
so dass du das Becken so Schambein vom Brustbein so weit wie möglich zu entfernen und der Po nach oben Richtung Decke zu bewegen. Durch diese Position kommt dann die Bandscheiben wieder unter Zug. Und genau das machen wir hier ein paar Mal. Schambein Richtung Brustbein führen, rund werden. Druck. Alles, was alt ist, wird rausgedrückt von den Bandscheiben oder halt die Stoffe. Und wenn du jetzt in die Gegenrichtung gehst, in Hohlkreuz, dann saugt sie das alles wieder voll. Durch Druck und Zug hast du dann eine Anregung von dem Stoffwechsel in dem Bereich. Probier dich langsam an die Übung an und je weiter du kommst, sowohl in die Beugung rein, als auch dann in die Streckung rein, desto besser ist es. Mache diese Übung mindestens 15 Mal und im besten Fall sogar noch 2 Serien davon. Genauso wichtig für Rückenschmerzen ist das Training von der Bauchmuskulatur. Die hilft dir, ein bisschen mehr Stabilität zu haben und die Bandscheibegewebe zu entlasten. Und dafür ist dann die nächste Übung. Du solltest dich auf den Rücken hinlegen und hier ist es wichtig, dass du deine Bauchmuskulatur schön im Blick behältst, weil du solltest als erstes versuchen, den Bauchnabel nach unten zu ziehen, Richtung Boden. Und die Rippen, die gehen auch etwas zusammen, so dass du den gesamten Rumpf etwas angespannt hast. Deine Beine, die sind aufgestellt, hüftbreit auseinander. Und jetzt probier mal, dass du deine Hände seitlich von deinem Körper etwas vom Boden hochhebst und aus dieser Position, Bauchnabel noch immer angespannt, so nach innen ziehend, und aus dieser Position versuchst du dann nur die Schulterblätter vom Boden hochzuheben und dann wieder loslassen. Schulterblätter vom Boden hochheben, Hände sind immer noch in der Luft und dann wieder runter. Bei sehr vielen Patienten sehe ich, dass die als erstes Schwierigkeiten haben mit dem Nacken. Wenn es bei dir auch so ist, kannst du gerne die Hände deinen Nacken mit deinen Händen stützen, festhalten. Aber dadurch, dass du deine Arme jetzt nach oben genommen hast, ist der Last für deine Bauchmuskulatur etwas höher. Achte darauf, dass du die Grundspannung im Bauch behalten kannst. Also Bauch als erstes anspannen, Bauchnabel nach innen ziehend und von dieser Position dann nach oben kommen, in die Beugung rein, kurz hier oben ein paar Sekunden bleiben und dann wieder runtergehen. Und du gehst auch wirklich nur so weit nach oben, bis die Schulterblätter vom Boden hochheben und dann wieder runter. Ebenfalls diese Übung solltest du dann für 20 Mal Wiederholung und im besten Fall machst du dann eine kleine Pause für ungefähr 30 bis 45 Sekunden, um das Ganze mindestens noch einmal durchzuführen. Genau auf dem Bereich von L5, so die letzte Lendenwirbelsäule, und S1, die ersten Kreuzwirbel, wird die Bewegung von Drehen und Seitneige von dem Oberkörper abgebremst. Und genau diese Dreh- und Seitneigebewegung, die generieren sehr viele Scherkräfte auf die Bandscheibe, was je nachdem zu Reizen führen kann. Und dafür ist jetzt diese dritte Übung. Du brauchst ein Handtuch, du kannst auch einen Yoga-Block nehmen oder auch ein Wackelpad, was du zu Hause hast. Wichtig ist, dass du eine kleine Höheunterschiede hast. Und dann kniest du mit einem Bein da drauf. Je wackeliger das Ganze ist, desto schwieriger ist es. Das heißt, du könntest das Handtuch auch jetzt zum Beispiel eher falten als rollen. Deine Hände sind direkt unterhalb von der Schulter her. Und jetzt solltest du probieren, der andere Knie bleibt jetzt auf dem Boden. Und jetzt solltest du probieren, ohne dass du das Becken zu weit rüber schiebst, dass du das Bein, was auf dem Boden ist, minimal vom Boden hochhebst. Und dann wieder senkst. Nochmal das gleiche auf die andere Seite. Ich glaube, da kann man das etwas besser sehen. So, ein Knie auf das Handtuch drauf. Deine Beine sind hüftbreit auseinander. Deine Arme sind schulterbreit auseinander.
Als erstes spannst du Bauch- und Rückenmuskulatur an, drückst dann mit dem Knie gegen das Handtuch und diese Hand, die soll auch mehr Druck abbekommen. Ja? Da, wo du das Bein hochhebst, die Seite sollst du dann halt auch mehr Druck haben. Und du versuchst hier aus der Position das Knie zu heben. Bauch bleibt angespannt, Rücken bleibt angespannt. Im Grunde genommen gehst du nur von diesen Schieflagen, weil dein Becken ja so ist. Das ist tief, das ist hoch. Und du probierst aus dieser Schieflage das Becken wieder zu heben, dass du in einer geraden Ebene bist. Dafür wird Gesamtmuskulatur vom Rücken, vom Bauch angespannt und dann wieder runter. Drücken, heben, hoch und wieder runter. Und was ich sehr häufig bei meinen Patienten dann beobachte, ist, dass sie genau das machen. Sie schieben ihr Gewicht auf das Bein, was auf dem Boden ist. Sie schieben es darüber, so dass das Becken ganz schief ist und versuchen dann hochzukommen. Das wäre nicht so gut, sondern du bleibst gerade, dein Becken ist gerade und du hebst nur dein Knie etwas hoch vom Boden, um sie dann wieder runterzulassen. Etwas heben, hoch von dem Boden, paar Sekunden oben bleiben und dann wieder runterlassen. Auch hier kommt Qualität vor Quantität. Versuche diese Übung 10-mal durchzuführen und im besten Fall kannst du 2 Serien davon machen, aber bei jedes Mal, wo du das Knie hochgehoben hast, bleib auf ein paar Sekunden oben. Und wenn dir dieses Video gefällt und du mehr wissen möchtest, warum Schmerzen entstehen können und was du gezielt dagegen tun kannst, dann abonniere meinen Kanal. Hier zeige ich dir jede Woche neue Videos für deine Gesundheit. Und die nächste Übung ist dafür da, um deinen Rückenmuskel, aber auch deinen Bauch, die Stabilisationsmuskulatur zu aktivieren bzw. zu stärken. Und dafür brauchst du jetzt einen Stuhl. Den stellst du jetzt halt vor dir hin. Und du beginnst mit der Seite, wo du Schmerzen hast, falls du einseitige Schmerzen hast. Also, wenn du rechts Schmerzen hast, dann beginnst du auch mit der rechten Seite. Stell den Stuhl so weit von dir hin, dass du so ungefähr 30 cm von deinen Füßen entfernt bist. Und dann wirst du eine Hand darauf platzieren, in dem Fall das rechte. Und jetzt geht es darum, dass du versuchst, deinen Oberkörper so weit wie möglich in 90-Grad-Stellung zu bringen, Richtung Boden oder halt Brustkorb gerade zum Boden hin. Und aus dieser Position hebst du jetzt das Bein hoch, ganz weit und auch gleichzeitig den Arm. Du versuchst dich so nach vorne zu strecken und das Bein zu heben. Und dann kommst du wieder zur Mitte runter. Nicht ablegen, sondern gleich weiter in die nächste Bewegung. Raus. Und wieder zurück. Raus. Versuch mal ganz weit zu strecken den Arm, das Bein ganz weit nach hinten zu strecken und wieder zurück. Ziel dabei ist, dass du so wenig wie möglich auf das Standbein rüberkippst, sondern schön Druck auf den Sitzfläche ausüben und dann wieder zurück. (10 bis 12 Wiederholungen auf einer Seite und dann das Ganze kannst du gleich abwechseln und auf der anderen Seite durchführen. Ein Fuß bleibt stabil auf dem Boden, Handfläche auf die Sitzfläche und jetzt gleichzeitig und koordiniert Arm lang strecken, Bein heben und wieder zurück. Arm weit nach vorne heben, Bein weit nach oben strecken und wieder zurück. Diese Übung ist sehr schonend, vor allem für deine Knie, weil viele Patienten die Variante auf dem Boden nicht so gut durchführen können, weil sie Knieschmerzen haben und das auf dem Bett auszuführen, ist dann etwas zu wackelig. Der Vorteil von dieser Übung ist, dass du gleichzeitig auch Koordination und Gleichgewicht trainierst. Und die letzte Übung, die ebenfalls dafür ist, dass man diese seitliche Bewegung, was man so häufig im Alltag hat, dass man die etwas mehr stabilisieren kann. Da wirst du jetzt dich wieder auf die Seite hinlegen. Deine Beine sind gestreckt. Deine Füße, die klemmen übereinander. Such dir eine stabile Ebene aus.
Wenn du die Übung auf dem Boden machst, wird es leichter sein. Wenn du es auf dem Bett machst, dadurch, dass es viel weicher ist und du mehr einsinkst, wird die Übung schwieriger, einfach weil die Unterlage instabiler ist. Deinen Kopf kannst du gerne ablegen und die obere Hand, die drückst du jetzt gegen den Boden, damit du den Rumpf fixieren kannst. Von dieser Position aus spann erstmal deinen Bauchmuskel an, dass du stabil bleibst, dass dein Rumpf an Stabilität gewinnt. Und dann versuchst du von dieser Position beide Beine gleichzeitig vom Boden zu heben. Es geht nicht darum, dass du die jetzt weit nach oben bekommst, sondern das kleine bisschen würde schon reichen. Aber hier an der Taille, da müsstest du gut spüren, dass dein Bauch und Rückenmuskulatur gleichzeitig aktiv sind. Und dann senkst du die Beine wieder ein. Die Hand auf dem Boden hilft dir, von oben mehr Stabilität zu beginnen. Gegendrücken, Bauch anspannen, halten und die Beine ein kleines bisschen anspannen. Der Rumpf bleibt stabil, dein Becken ist gerade, die Beine etwas heben, kurz oben halten und dann nicht komplett ablegen, sondern gleich in die nächste Spannung wieder reinkommen. 10 bis 12 Wiederholungen sollen das werden, jede Seite. Und im besten Fall machst du dann auch noch 2 Serien davon. Mach diese Übungen regelmäßig und gib deinem Körper etwas Zeit, um die neuen Reize zu verarbeiten und Belastbarkeit aufzubauen. Das wird dir helfen, deine Beschwerden zu lindern. Ich danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!